Dies ist eine Predigt von City Light Hamburg. Mehr Informationen auf citylighthamburg.de. Der Predigtext heute ist Psalm 3. Das passt ganz gut. Wir hatten ja Psalm 1 und Psalm 2 vorher schon. We're going to look at Psalm 3 today, and it really fits well because we already heard about Psalm 1 and Psalm 2 before. Ich lese dabei aus der Übersetzung von Martin Luther. And I'm reading from the Luther translation. I'm actually reading from the ESV translation. Ein Psalm Davids, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Ach Herr, sind meine Feinde so viel und erheben sich so viele gegen mich. Viele sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. Aber du, Herr, bist der Schild für mich, bist meine Ehre und hebst mein Haupt empor. Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn, so hört er mich von seinem heiligen Berg. Selah. Ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden, die sich rings um mich legen. Aufwache und hilf mir, mein Gott. Denn du schlägst alle meine Feinde auf die Backe und zerschmetterst die gottlosen Zähne. Bei dem Herrn findet man Hilfe. Dein Segen komme über dein Volk. Selah. A psalm of David when he fled from Absalom, his son. Lord, how they have increased who trouble me. Many are they who rise up against me. Many are they who say of me, there is no help for him in God. Selah. But you, O Lord, are a shield for me, my glory, and the one who lifts up my head. I cried to the Lord with my voice, and he heard me from his holy hill. Selah. I lay down and slept. I awoke, and the Lord sustained me. I will not be afraid of 10,000s of people who have set themselves against me all around. Arise, O Lord, save me, O my God, for you have struck my enemies on the cheekbone. You have broken the teeth of the ungodly. Salvation belongs to the Lord. Your blessing is upon your people. Selah. Hier ist er also schon wieder, dieser David. So here he goes again, this guy David. Schon wieder auf der Flucht. He's fleeing again. Und irgendwie hat er das auch verdient. And somehow that's due to him, right? Er hat es einfach zu weit getrieben. He has just gone too far this time. Und so einen Menschen, ja, dem kann ich mal Gott helfen. And such a person, not even God can help such a person. Wie kann der unser König sein? How can he be our king? So oder so ähnlich mögen wohl die Gedanken von David zum totalen Hebel zu sein. That's probably along the lines that the people his people were thinking. Nach diesem Ehebruch mit Bathseba und dem Auftragsmord an Uriah war auch der letzte gute Schein Davids zerstört. After he has broken the marriage vow with Bathseba and has killed her husband Uriah, selbst der letzte Schein war zerstört. Then even the last glimpse of goodness has gone from David. Und obwohl er Buße tat, war seine Ehre praktisch ausgelöscht. And even though he repented, his honor was completely gone. Aber ist es jetzt wirklich zu Ende mit David? But is it really over with David? Ist jetzt alles für ihn verloren? Is everything lost for him? Und dieses Gebet nur noch ein schreiende Leere? And is this prayer that he's praying right here, is it just a shout into the void? Eine Einbildung Davids? Is it just something that he's imagining? Und ein Wunsch nach Hoffnung? And maybe just a wish for hope? Wir bewegen uns momentan im Buch der Psalmen. We're reading in the book of Psalms right now. Und was ich in diesem Buch so beeindruckend finde, ist, dass ich in den Psalmen so viele Gebete und Weisheitstexte finde. And what is really impressive about the book of Psalms is that there's so many prayers and so many letters of wisdom in there. So vielfältig. It's such a great variety. Und sie spiegeln damit die Bandbreite des Lebens
und der Bibel wieder. And it really shows the whole width of life and the whole width of the Bible. Und auch Jesus selbst und die Apostel schätzen den Psalm sehr. And even Jesus and the apostles were really in love with the Psalms. Sie zitierten über 100 Mal. The Psalms are cited over 100 times in the New Testament. Genauer gesagt 104 Mal. 104 times to be exact. Und es ist damit das meistzitierte Buch im Neuen Testament. So it is the most quoted book in the New Testament. Auch Paulus später macht klar, dass das Alte Testament mit seinen Vorbildern für uns nützlich ist. And even Paul is telling us that the Old Testament with the images is really helpful for our daily life today. Die Psalmen selbst beinhalten meist einen Einführungstext. The Psalms itself, they usually have this introductory verse. Dieser gibt Hinweise zum Beispiel auf die Verfasserschaft. Which tells us usually who the author is. Dann auch teilweise besonders eine Aufführung. Aufführung, weil viele Psalmen auch als Lieder aufgeführt wurden. Okay, and then maybe because it's a lot of psalms are actually songs, tells us something about how they should be performed. Oder eben auch die Umstände, in denen der Psalm verfasst wurde. Or where the psalm was written, the circumstances. Und der Psalter selbst stammt dabei nicht von einem einzelnen Autor. So the Psalms is not written by one author. Sondern, also wie bei vielen anderen Büchern der Bibel. Like many other books of the Bible. Sie werden verschiedenen Personen zugeschrieben. There's actually a lot of different people that wrote the Psalms. Die geleitet vom Heiligen Geist beteten. And they were led by the Holy Spirit, praying. Unter ihnen zum Beispiel eben David. And we see David. Aber auch andere. Und auch Psalmen, wo wir gar nicht genau wissen, wer sie überhaupt geschrieben hat. For example, but also other people, and Psalms are there that we don't even know who wrote them. Wie kommt David dazu, Psalmen zu verfassen? So how does David come to write a psalm? David selbst wird bereits in den Büchern Samuel als komponierender Musiker beschrieben. In Samuel we see that David is a musician. Und unter den 73 Psalmen, die er geschrieben hat, finden sich auch Liedpsalmen. And among the 73 psalms that David wrote, there's also songs that he wrote. Aber das ist nicht alles. But that's not all. Neben dieser persönlichen Begabung für die Komposition und für das Schreiben. Next to his personal ability to write songs and to write psalms, kommt auch die unglaubliche Breite an Erlebnissen, durch die Gott David führte. Die unglaubliche Breite an Erlebnissen, durch die Gott David is also the unbelievable width of things that he has experienced with God that we can see through those songs. Und von Gott befähigt wurde David so zum Autor vieler Psalmen. And so, enabled by God, David was the author of many psalms. Und auch in seiner Biografie wird schlussendlich klar, dass es nicht Davids Auftreten. And in his biography, we can see that it's not his appearance. Das ist nicht Davids Stärke. It's not his strength. Das ist nicht Davids Ehre ist. It's not his honor. Durch die er Erfolg hat. By which he's successful. Zum Beispiel bei seiner Salbung. When he was anointed. Ein Hirtenjunge, der König werden soll. There's this shepherd boy that is supposed to be king. Also da ist nicht viel mit Ehre oder Erscheinung. There's nothing that has to do with honor or the looks. Und auch Samuel, der Prophet, der ihn salben sollte, zweifelte. And even Samuel, the prophet that was supposed to anoint him, is doubting. Oder ganz bekannt auch dieser Kampf David gegen Goliath. Or you look at David and Goliath. Sag mir, wo ich da Stärke finden kann. Sag mir, wie ich da Stärke finden kann. Tell me where I can find strength. Also ganz ehrlich, wer hätte damals auf David gesetzt? Who would have put his bet on David at that time? Diese lächerliche Steinschleuder. This ridiculous slingshot that he had. Oder gehen wir zur Flucht vor Saul. Or when he had to run away from Saul. Er war tagelang auf der Flucht. He was on the run for days.
Und hatte ständig den drohenden Tod vor Augen. And he had death in front of his eyes constantly. Also ganz ehrlich, welcher Mensch kann das aushalten, ohne so einen leichten Knacks zu bekommen? What person can endure this without kind of getting weird? Oder auch seinen Weg auf den Thron. And then his way to the throne. Er hatte zweimal die Möglichkeit, Saul im Hinterhalt zu töten. He had the opportunity twice to kill Saul from behind his back. Er hätte sich auf seine Stärke und auf seine Chance stützen können. He could have just jumped on that opportunity. He could have used his strength to kill him. Aber das war offensichtlich nicht das Beste. But it wasn't the best thing for him. Wieso macht er das dann? Why would he do this? Und ich finde, der Höhepunkt bei der Gnade. By that? Gnade. And it just pivots at grace. Denn nach diesem Ehebruch mit Bathseba und Uriah, Because after breaking the marriage vow with Bathsheba and then killing Uriah, spätestens hier hätte Davids Herrschaft vorbei sein müssen. at least here he would have been done, should have been done. Und noch dazu bleibt sein Titel ein Mann nach Gottes Herzen bestehen. But still, his title was a man after God's own heart. Und Gott selbst macht uns und David klar. And God himself is showing us and David. Er ist es, der souverän handelt. Gott ist es, der souverän handelt. It's God that's acting sovereign. Er ist es, der für David handelt. It's him that is acting for David. Er befähigt seinen Berufen. He gives the ability to his called. Vor oder nach dem Berufen. Doesn't matter before or after he called the person. Er kämpft für seine Geliebten. He's fighting for his loved ones. Und er hält schützend seine Hand über die, die verfolgt sind. And he's protecting with his outstretched hand those that are being persecuted. Er ist ungebunden. He's not bound by anything. Er ist unabhängig. He's sovereign. Er ist souverän. He's independent. Und das vor allem auch von menschlichen Ansichten und Meinungen. And especially independent and sovereign over human thoughts. Es ist Gott, der die Kontrolle hat. And it's God who has all control. Mit absoluter Vollmacht über alles geschaffen. And Mit absoluter Vollmacht über alles geschaffen. And he has absolute sovereignty over everything. Denn er ist der Autor alles geschaffen. Because he is the author of everything that was ever made. Und was sollte ihm da unmöglich sein? And so what should be impossible for God? Wie der Autor eines Buches, Just like the author of a book die Kontrolle über sein Werk hat, has all authority and control over his book. so hat Gott die Kontrolle über alles, das existiert. In the same way, God has all control over everything that is existing today. Und das auch, wenn wir glauben, dass alles durcheinander geht. And even if we believe that everything is going or being in turmoil, Es ist Gott, der uns alle Dinge zum Besten dienen lässt, weil er uns liebt. it's God who's giving us all things for our good because He loves us. Denn Gott liebt seine Schöpfung. Because God loves His creation. Und auch der Römerbrief spricht uns diese Gewissheit zu. And even Romans is speaking into that. Ihr kennt wahrscheinlich alle diesen Vers. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. You probably all know this verse in Romans where it says, but we know that everything. Sag's mir noch kurz den Vers. Sorry. For we know that everything is working for good for those that love Him and are called according to His purposes. Und ganz ehrlich, David hätte allein auf sich gestellt in keiner Situation eine realistische Chance gehabt. And if David was on his own, he would have had no chance in no situation. Die Quoten standen gerechtfertigt absolut gegen ihn. Everything was against him, and it was right so. Und
David war sich dessen bewusst und vertraute. And David knew that, but he trusted in the Lord. Denn er wusste, dass Gott nicht gegen ihn stand, But he knew that God wasn't against him, sondern vor ihm und hinter ihm. but he was actually in front of him and he was also behind him. Er glaubte Gott. He believed God. Sind wir bereit, Gott zu glauben? The question is, are we ready to believe? Zu glauben, dass er handelt, To believe that he's gonna act, dass er die Kontrolle hat that he has all control, und dass uns alle Dinge zum Besten dienen lässt, and that everything is working for our good, weil er uns liebt. because he loves us. Und so blieb wirklich nichts Besseres übrig für David, als vor Gott zu kommen. And so nothing better was there for David but to come to God, Im Gebet, to come to him in prayer, in Gänze, fully, mit all seinen Fehlern, with all his mistakes, Sorgen with all his worries, und Nöten. with all his anxieties. Lass uns also in den Psalm einsteigen. So let's read the psalm. Vers 1. Ein Psalm Davids, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Verse 1 says, a psalm of David when he fled from Absalom, his son. Ja, hier steht er wieder. Ja, hier steht er wieder. Okay, so here he goes again. Nach dem Ehebruch mit Bathseba und dem Auftragsmord von Uriah. After breaking the marriage with Bathsheba and killing Uriah. David hatte sich zwar bekehrt. David had given his life to the Lord. Doch seine Fehler ziehen Kreise. But his mistakes are are being blown up, are getting bigger. Seine Sünde hat Folgen. And his sin has actually consequences. Und an diesem Punkt scheint sie ihn einzubringen. And right here is the point where it seems to catch up to him. Und die Bibel sagt uns auch ganz klar, unsere Sünde hat Folgen. The Bible is telling us exactly that our sin has consequences. Auf der anderen Seite muss uns klar werden, And we have to know though, dass nicht unbedingt jede schlechte Sache die Folge von Sünde ist. not every bad thing is the consequence of our sin. Schauen wir nur auf Hiob. Look at Job. Er war ein Vertrauter Gottes und verlor trotzdem alles. He trusted God and he was God's friend, but he still lost everything. Oder den Blindgeborenen Jesus selbst erwähnt. Or the man who was born blind and Jesus is talking about him. Seine Blindheit war nicht der Grund von Sünde. Er war nicht aufgrund von Sünde. And Jesus is telling us that this blind man is not blind because of sin. In diesem Fall ist es aber relativ klar. But in this case, it's pretty obvious. David hat seinen Ruf beim Volk so massiv geschädigt. David has ruined his reputation so massively Dass sein Sohn Absalom ein leichtes hatte. that Absalom was very easy for Absalom to go after him. Und im Buch Samuel steht auch, so stahl Absalom das Herz der Männer Israels. And Samuel tells us that Absalom stole the hearts of the men of Israel. Absaloms Putsch hatte als Erfolg. So the riot was successful, Und David wieder auf der Flucht. and David is fleeing again. Und dieses Mal nicht vor einem König, But this time he's not fleeing from a king, vor Saul, in front of Saul. sondern vor dem eigenen Sohn. No, he has to flee from his son. Der Sohn, den David begnadete. It's the son that David spared his life, Und der hebt sich nun gegen ihn. and this son is coming against him now. Auch sein Berater stellt sich gegen ihn. Even his right hand man is against him. Und nur noch eine kleine Schar hält zu ihm. And there's only a few people that are still with him. Und schauen wir uns die Situation an. And if we look at the situation, Es scheint wirklich aussichtslos zu sein. it really looks like there's no hope. Und sein Sohn hat fast das ganze Königreich auf seine Seite gezogen. Absalom, his son, has almost drawn the whole kingdom on his side. Und in Vers 2 stellt David fest, And then we look at the rest of verse 1 in English.
Ach Herr, wie sind meine Feinde so viel und erheben sich so viele gegen mich. Lord, how they have increased who trouble me. Many are they who rise up against me. Und nehmen den Psalm 3 mit rein. Include also verse 3. Okay, und dann, wenn wir uns auch... and now if we look at also verse 2 in English. Sehen wir, dass dreimal das Wort viele auftaucht. We see that he says many 3 times. Wie sind meine Feinde so viel? How yeah, in English it doesn't work that well, but in the original text it says how many enemies I have. Oder erheben sich so viele gegen mich? And how many have risen against me. Viele sagen, Many are they who say of me. und im Urtext steht tatsächlich dreimal ein Wort. And it's the same word in the original language. Mit dem gleichen Wortstamm, resh, bet, bet. And it has the same root, the same meaning. It's resh, Bet, bet. bet. Okay. Und daraus wird klar, dass es eine Übermacht ist. And it just shows that there's many people that are against him. Und er verdrängt das nicht irgendwie. And he's not pushing that aside, that truth. Und er redet sich nicht ein, so schlimm ist das gar nicht. He's not telling himself, oh, it's not so bad. Und das geht schon irgendwie. And maybe I can survive. Und vielleicht guckst du mal drauf. And maybe God, maybe you have a look at this. Nein, das ist es nicht. No, it's not that. Er stellt eindeutig und klar fest. He's seeing it very clearly. Das ist eine Übermacht. There's too many people for me. Ich sehe, wie groß und mächtig sie ist. I can see how many people there are, how mighty they are. Und mit der komme ich nicht klar. And I cannot handle it. Wie sieht das bei uns aus? The question is, how is it in our lives? Gibt es Probleme in unserem Leben, Is there problems in our lives die übermächtig sind? that are just too mighty for us, too big? Die dreimal viel sind? That we would say 3 times there's many problems. Verschließen wir unsere Augen? Are we hiding it? Oder erkennen wir die Größe unserer Probleme an? Or do we see how big our problems actually are? Und kommen wir damit vor Gott? And then the question is, do we take those problems to God? Und ich möchte das nochmal klarstellen. And I just want to make it very clear. Es ist nicht gemeint, die Probleme in den Mittelpunkt zu stellen. I'm not talking about putting your problems in the center of your life. Ihr kennt wahrscheinlich den Psalm 121. Maybe you know Psalm 121. Der beginnt auch mit: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? It also says in the beginning, I lift up my eyes to the hills. From where does my help come from? Und Schluss. And that's it. Nein, No, it's not. es geht weiter. It continues. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. My help comes from the Lord who has created heaven and earth. So betete David mit vollem Bewusstsein. So David prayed with the knowledge, Dem vollen Bewusstsein der Größe seines Daseins. a full knowledge of how big his problems actually are. Und er verschloss die Augen nicht. And he's not closing his eyes. Damit sich Gott in Klarheit verwirklichen kann. So that God can actually glorify himself, and David actually knows it. Damit Gott klar die Ehre zukommt. That it's very clear that it's God who all the honor belongs to. Wenn er uns aus der Not rettet. When he delivers us from our enemies. Die klar übermächtig ist. From all the enemies that are so much bigger than us. Und so dürfen wir auch mit der Gänze unserer Probleme vor Gott kommen. So we can bring everything before God, all our problems. Nichts ist für unseren Gott zu groß. Because nothing is too big for God. Und wir müssen uns auch klar sein, dass dieser Widerstand auch noch für uns gilt. And we also have to know that Widerstand, Resistance. the resistance is also real for us. In der Apostelgeschichte heißt es, In Acts it says,
Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. That we have to go through many tribulations to enter the kingdom of God. Und wenn wir ganz ehrlich sind, And if we're really honest with ourselves, werden unsere Probleme nicht weniger, wenn wir Christen geworden sind. then our problems don't really become less once we become Christian. Denn normale Probleme haben wir, weil wir Menschen sind. Because normal problems we have because we're human. Das leere Konto, You know, the empty bank account, der nervige Nachbar, the annoying neighbor, der schreckliche Job. you know, the horrible job that I have. Also euch fällt da bestimmt noch was anderes ein. Yeah, I'm sure you can think of something. Und zu dieser Grundbelastung And on top of this normal thing that's happening in our lives dazu kommt Anfechtung. comes tribulation. Ein Angriff auf unseren Glauben und uns. That's an attack on our faith and on us. Ein Wirken, das uns immer wieder von Gott wegtreiben soll. Something that is supposed to drive us away from God. Entweder von außen, Maybe it's from the outside. Spott zum Beispiel, You know, when people laugh about us. oder aus dem Inneren. Or maybe it's coming from the inside. Auf jeden Fall getrieben vom Feind. But it's always written up by the enemy. Man könnte auch, also ein anderes Wort für den Feind ist auch der Teufel, You know, the enemy is the devil. der Widersacher Gottes. You know, the one who is opposed to God. Aber es ist nicht nur der Widersacher. But he's not only opposed to God, Nein, es ist nicht nur der Widersacher, but it's not only the one who is opposed to God, sondern auch Gott selbst setzt uns zu. but even God is on our case. Ihr kennt bestimmt dieses Bild des Töpfers und des Tons. You know the picture with the potter and the clay. Und wenn wir uns jetzt in die Rolle des Tons reinversetzen, And now just imagine you are the clay, so mit dem ganzen Druck von außen, you know, with all the pressure from the outside. dann könnt ihr euch vorstellen, dass das nicht angenehm ist. You can imagine that it's not really joyful. Und so sieht es auch mit Zeiten der Bewährung aus. And sometimes it looks like we have to go through times of testing, In diesen Zeiten, wo Gott uns Verantwortung gibt. where those times where God is putting us in situations where we have to carry a burden or Verantwortung, responsibility. Oder auch die Erziehungsmaßnahmen Gottes. You know, or when God is chastening us, when God is raising us up, so to speak. Doch wir haben einen Unterschied. But there's a difference with us. Wir können zu Gott fliehen. We can go to God. Wir können uns ihm anvertrauen. We can put everything at His feet and trust Him. Wir können ihm klagen. We can mourn before Him. We can cry before Him. Und wir dürfen aber ehrlich sein. And we can be honest. Was wir uns klar machen müssen, One thing that we have to be very clear about dass selbst diese Flucht attackiert wird. is that even when we run away, it's going to be attacked. Vers 3. We see that in verse 3. Viele sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. Actually, in verse 2 in English, many are they who say of me, there is no help for him in God. David wird von seinen Freunden verbal attackiert. David is going to be attacked by his friends verbally. Sie sagen zu ihm, They tell him, er hat keine Hilfe bei Gott. there's no help for him with God. Sie sprechen Gott seine Treue zu David an. And they say that God is not trustworthy anymore for David. Wie sollte dir dieser Gott schon helfen? How can this God help you? Dir Ehebrecher, You who broke the marriage, dir Mörder, you murderer, du Sünder durch und durch. you are a sinner through and through. Und dann kommt neben diese Anfechtung von außen, And then on top of the outside da kommt auch noch diese Anfechtung von innen dazu. is the accusation from the inside. Kennen wir das? Do we know that? So ein nagendes, ja sollte Gott gesagt haben, There's this nagging, did God really say? aus 1. Mose 3, You know, in Genesis 3. dass selbst beim Sündenfall schon das
Vertrauen in Gott vergiftete. You know, when Adam and Eve sinned first, this trust in God was poisoned. Aber eben nicht nur unsere Feinde fechten uns von außen. But it's not only our enemies from the outside. Gucken wir auf Hiob zum Beispiel. Look at Job. Seine eigene Frau. Job's wife, his own wife. Sie sagte, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Sage Gott ab und stirb. Do you still hold fast to your integrity? Curse God and die. Sind wir uns bewusst, dass die Anfechtung nicht nur von einer Seite kommt? Do we know that attacks don't only come from this one side? Dass sie sowohl von außen als auch von innen wird? That they come from the outside but also from the inside. Und dass nicht nur die Last der Situation auf uns liegt? And it's not only the weight of the situation on top of our shoulders, sondern auch diese Anfechtung mit. but it's also the attacks that come on top of it. Ja, sollte Gott gesagt haben, dass er handelt? Did God really say that He's going to act for you? Ja, sollte Gott gesagt haben, dass er die Kontrolle hat? Did God really say that He's in control? Ja, sollte Gott gesagt haben, dass uns alle Dinge zum Besten liebt? Did God really say that all things are working for good? Oder dass er uns liebt? Or that He loves you? Ja, er hat es gesprochen. Yes, He did. Gott ist treu. God is faithful. Was er spricht, ist wahr. And what He says is true. Und so dürfen wir uns immer wieder seine Wahrheiten vor Augen führen. And so we can put His truth in front of our eyes. Und ja, es wird ein Kampf bis zum Ende. And yes, it's going to be a fight to the end. Aber wir dürfen wissen, dass Gott uns seine Wahrheit immer wieder vor Augen führt. But we can know that God is going to put His truth in front of our eyes again and again. Durch sein Wort. Through His Word. Am Ende des Verses taucht zum ersten Mal das Wort Selah auf. At the end of the verse we see this word Selah for the first time. Was es genau bedeutet, darüber sind sich die Gelehrten nicht ganz einig. And about the meaning of that word, the scholars are kind of in disagreement. Ob es ein Zwischenspiel ist, Maybe it's just this interlude. eine Ruhepause Maybe it's just a pause for silence. oder ein Sinntrenner. Or maybe it's just to make the point that now a new thought is going to begin. Das ist erstmal egal an dieser Stelle. And it really doesn't matter at this point. Aber was auffällt, ist, dass David nach diesem Selah einen wahrhaftigen Wandel erfährt. But we see that after this Selah, David is experiencing a real change. Vers 4. And we see that in verse 3. Aber du, Herr, bist der Schild für mich. Du bist meine Ehre und hebst mein Haupt empor. But you, O Lord, are a shield for me, my glory and the one who lifts up my head. Aber du heißt es im nächsten Vers. It says, but you, in the next verse. Aber du, But you. nicht mehr ich. It's not me anymore. Das heißt nicht mehr, wir sind meine Feinde. It's not about my enemies anymore. Erheben sich so viele gegen mich, There's so many that rise up against me. sagen von mir. They say about me. David durchblickte seine Probleme. David had a good glimpse or a good view now on his problems. Und durch diese Probleme hindurch sieht er Gott. And through his problems, he saw God. Sein Du. Sein? Du. And he saw the you. Und die Wahrheit, die Gott spricht, erkennt er nun klar. And the truth that God is speaking, he sees those truths very clearly. Gott ist Davids Schild. God is David's shield. Nicht nur vor ihm, Not only in front of him, so wie bei einem ganz normalen Schild, like a normal shield that you hold. das also klar vorne dicht macht, That's, covering your front, aber hinten, so viel es offen ist. but your back is still open. Im Urtext steht hier Bachadim, eine Zusammensetzung aus Bachat und Anim. And in the original language it says Bachadim, which is Bachat, Anim. Two words together, Bachat Anim. Also das Ich verschmilzt mit diesem Umherum. And the me is kind of melting together with this covering all around. Sein Schutz hat keine Schwachstelle. There's no weak point in his covering. David ist völlig umgeben And David is really covered completely.
und geborgen in Gott. And he's fully covered in God. David selbst ist ohne Waffe. David has no weapon. Zumindest sagt der Psalm nichts darüber. Well, the psalm isn't telling us anything about a weapon. Aber was er klar macht, But there's one thing he wants to make clear. Gott kämpft für ihn. God is fighting for him. Gott ist Davids Ehre. God is David's honor. Im Urtext steht hier Kavodi, eine Zusammensetzung aus Kavod, der Ehre, und Ani, dem Ich. And in the original language it says kavodi, which is two words again, kavod and ani. Und so wie hier die Ehre in dieser grammatikalischen Konstruktion mit dem Ich verschmilzt, And so in the same way that the honor is melting together with the myself, with me. so verschmilzt auch die Ehre Gottes mit dem Ich. So in the same way, the honor of God is also melting together with the me. Luther spricht ja auch von fremder Gerechtigkeit. Luther is talking about imputed justification, Oder fremder Ehre. So to speak, foreign honor. Seine Reputation hatte David spätestens mit dem Ehebruch verloren. David lost his reputation with breaking the marriage. Es gab also nichts mehr, was in die Waagschale werfen konnte. There's nothing that he could have put on the scale. Doch Gott ist sein Fürsprecher. But God was speaking for him. Nein, sogar mehr. Even more. Gottes Ehre ersetzt Davids Ehre. God's honor is swapped out against David's honor. Und auch wir haben nichts vorzubringen. And in the same way, we don't have anything to bring to God. Wir sind schuldig und Sünder. We're guilty, we're sinners. Vor Menschen scheint unsere Ehre irgendwie zu reichen. Before man, our honor might just work. Aber spätestens, wenn wir vor dem heiligen und allmächtigen Gott stehen, But when we come before the Almighty God, dann ist da nicht mehr noch ein bisschen kleines Restehre, sondern gar nichts. then there's not even a little glimpse of honor from ourselves, but there's nothing left. Es ist allein Christi Ehre, It's only the honor of Christ die uns durch das Kreuz zuteil wird. that is given to us through the cross. Durch die Gott nicht mehr auf unsere Unehre, And through that honor, God doesn't look at our dishonor und nicht mehr unsere Sünde blickt, and our sin, sondern auf den Sohn und seine eigene Ehre. but that He looks at us as onto His Son and His honor. Wir dürfen wieder Gemeinschaft mit Gott haben. And through that, we can actually have relationship with God again. Sind wir uns dessen bewusst, Do we know that? dass in uns keine Ehre ist, Do we know that in us there's no honor? dass wir nicht allein vor Gott bestehen können, That there's nothing that we can stand before God on our own? dass wir aus unseren Taten, und seien sie noch so gut, keine Ehre vor Gott erlangen können. And if we do things, if we work for God, and it might be the best thing ever, it's not going to prove before God. Durch Christi Ehre sind wir wieder mit Gott vereint. It's only through Christ and His honor that we can have a relationship with God again. Er hebt Davids Haupt. And He's lifting His head. Es gab eine Möglichkeit in Israel für Verfolgte, Schutz im Heiligtum zu finden. And there was an opportunity for people that were persecuted in Israel to find rescue. Sie Verfolgten konnten zu den Priestern kommen. Those persecuted people could come to the priest, Und sie konnten um einen Gottesentscheid bitten. and then they could ask that the priest would pray for God to decide over them. Erteilte Gott sein Ja, kamen die Priester und erhoben das Haupt. And if God would give them a yes, then the priest would come and lift their heads. Und so war sich auch David gewiss, And so David knew dass mit Gottes fremder Ehre that with God's foreign or imputed honor, Schutz in Gottes Gegenwart finden würde. he could find rescue in God's presence. Aber auch weg von diesem Bild, das David dort gehabt hatte. But let's move from that picture that David had. Auch für uns ist das Bild des erhobenen Kopfes nicht fremd. We also know about lifting the head. Ich weiß nicht, uns kommt vielleicht ein Kind in den Kopf.
Maybe you think of a child. Und was Kinder so häufig machen, sie klauen Süßigkeiten. You know, when a child goes and steals some sweets. Aus der Vorratskammer. You know, and from the shelf or whatever. Und klar muss das irgendwann natürlich offenbar werden. Der Vater sieht, dass das Kind was geklaut hat. You know, and it has to come out, right? You know, the dad comes and he sees what his child has done. Und das Kind steht dann so vor seinem Vater. And then the child is standing in front of his dad. Total in Scham versunken. And is ashamed. Und es weiß, was es da falsch gemacht hat. And it knows what it has done wrong. Und es guckt auf den Boden. And it's looking down. Und der Vater kennt die Reue. And the father knows that his child is sorry. Und er sieht, wie das Kind leidet. And he sees how his child is suffering. Und er hebt ihm den Kopf. And then he lifts their head. Und er tröstet es. And takes it in his arms. Glauben wir daran, dass Gott auch unseren Kopf erheben möchte? Do we believe that God wants to lift our head? Wenn wir beschämt vor ihm kommen. When we come ashamed in front of Him? Dass Gott uns nicht in dieser Scham versinken lassen möchte? That God doesn't want to leave us in that shame? Auch Davids Vertrauen steckt hier nicht im Sumpf der Scham. And David's trust is not quenched through shame. Sondern sie wächst darin und frisst diese Scham auf. But it's actually growing and it's eating up the shame. David erkennt auch, dass seine Feinde nicht gegen ihn kämpfen. David also sees that his enemies are not warring against him. Sie kämpfen gegen Gott. Because they are warring actually against God. Sind wir uns bewusst, dass es auch für uns gilt? Do we know that that is true for us as well? Dass Gott uns umgibt von allen Seiten. That God is covering us from all sides. Dass uns seine fremde Ehre spendet. That He is giving us His reputation, His honor. Und uns in seine Gegenwart einlädt. And that He's inviting us into His presence. Und uns den Kopf erheben möchte. That He's lifting our heads, that He wants to do that. Und David erkennt dadurch eine Wahrheit, die der Apostel Paulus später auch im Römerbrief offenbart. And David sees in that a truth that also Paul is describing in Romans. Was sollen wir nun hierzu sagen? What shall we say about this? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? If God is for us, who can be against us? Mit dem Wissen, zu wem David betet, Knowing who David prays to, dem allmächtigen Vater, the Almighty Father. mit diesem Wissen wird er fest im Vertrauen. With that knowledge, he becomes strong in his trust. Vers 5. Verse 4. Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn, so hört er mich von seinem heiligen Berg. I cried to the Lord with my voice, and he heard me from his holy hill. Er ruft. He's crying. Ich rufe. I'm crying. Aber nicht irgendwie in die Leere hinaus, But not out in the dark, sondern mit festem Vertrauen auf Erhörung. but trusting that he's going to be heard. So erhört er mich. He will hear me. Und wie wunderbar ist es doch für uns zu wissen, dass Gott uns erhört. And it's so good for us to know that when we cry, God is going to hear us. Dass unser Klagen nicht irgendwie die Weite des Raumes diffundiert, That our crying is not going somewhere in outer space, sondern sein Herz erreicht. but it's going right to his heart. Gott ist nicht unerreichbar für uns And he's not unreachable for us. oder taub für unser Gebet, He's not deaf for our prayer. sondern er macht sich erreichbar und bindet sich. No, but he's actually approachable. Für David wird auch das Bild von seinem heiligen Berg. And important for David is also the picture of his holy hill. Heilige Berge gab es viele. There were many holy hills back then. Erinnern wir uns nur an den Berg Horeb zum Beispiel. There's the Mount Horeb. Der Ort, an dem Gott, der unglaublich groß ist, einen Ort fand und Mose begegnet. That's the mountain that God, who is unbelievable big, came down and met with Moses. Oder auch der Berg Zion. Or Zion, Dieser Berg beheimatete bis zu seiner Zerstörung den Tempel. where the temple was built until it was destroyed. Er war ein Zeichen der gebundenen Anwesenheit Gottes. And it was a picture of God's presence in one place. Bei der Einweihung des Salomonischen Tempels hieß es,
And when Solomon's temple was opened, als aber die Priester aus dem Heiligen gingen, erfüllte die Wolke das Haus des Herrn. that when the priests came out of the holy place, that the cloud of God moved in. Diese Wolke, in der Gott das Volk Israel begleitete. And that was the cloud that was with the people of Israel in the desert. Und als Christen kommt uns Gott sogar noch näher. And as a Christian, God is even closer to you. Wir brauchen nicht mehr diesen Tempel irgendwo in Israel, We don't need a temple in Israel somewhere. sondern es heißt, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. But it actually says, or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own. Gott ist da. God is present. Und wie können wir da noch nicht freiwillig darauf verzichten, zu ihm zu rufen? And how can we willingly refuse to call out to Him? Vers 6. Verse 5. Ich lege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. I lay down and slept. I awoke, for the Lord sustained me. Ausgehend von dem Du Gottes, Starting from the you of God. das kann sich das Ich Davids hinlegen und schlafen. Starting with the you, the me, who is David, can actually lay down and sleep. Die Bedrohung ist nicht aufgehoben. The danger is not gone. Die Feinde sind nicht besiegt. His enemies are still there. They're not beaten. Aber David ist sich des Schutzes Gottes gewiss. But David knows that God is protecting him. Und er weiß, dass er nach dieser Ruhepause auch wieder wachen wird. And he knows that when he lays down, he's also going to rise up. Eine interessante Parallele dazu findet sich auch im Markus-Evangelium. There's a very interesting parallel to this in the book of Mark. Jesus und die Jünger Gospel of Mark, sorry. Jesus und die Jünger fahren Boot. It's where Jesus and his disciples are on a boat trip. Und wie es kommen muss, And it just has to happen. kommt ein Sturm auf. There's a storm. Und die Jünger alle ganz panisch. And the disciples are like crying out, ah! Und Jesus, der liegt da ganz entspannt und schläft. And Jesus is laying in the boat and he's sleeping. Ich kann die Stelle auch mal kurz vorlesen. I want to read it to you. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? But he was in the stern, asleep on a cushion. And they woke him up and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Jesus hatte wirklich Ruhe in Gott. Jesus was sleeping or had peace in God. Wir sprechen oft von der Ruhe in Gott. We often talk about peace in God. Sind wir uns bewusst, was diese Ruhe bedeutet? Do we actually know what that means? Verstehen wir, dass diese Ruhe nicht daran gebunden ist, dass sich der Sturm legt? Do we understand that this peace of God is not bound to the storm being silenced? Oder dass hier Feinde besiegt sind? Or that enemies are gone? Sind wir uns im Klaren, dass Gott diese Ruhe im Sturm schenkt? Is it true to us that God is giving us peace in the storm? Damit wir trotzdem ruhen dürfen. That we can still rest? Es stellt sich dann bloß die Frage, worin finden wir tatsächlich unsere Ruhe? But the question is, where do we find peace? Stimmt das für uns? Is it true to us? Ist es wirklich die Ruhe Gottes, die wir in Anspruch nehmen? Is it really the peace of God that we're trusting in, that we're taking? Vers 7. Verse 6. Ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden, die sich ringsum wider mich legen. I will not be afraid of 10,000s of people who have set themselves against me all around. Und in dieser Ruhe schafft Gott aus der Angst Mut. In this peace, God is changing fear into bravery. Und Mut, um es klar zu sagen, And this bravery, to say it, ist keine Abwesenheit von Angst.
is not the absence of fear, Es ist das Aushalten von Angst. but it's actually the sustaining or the enduring of fear. Und ihr kennt wahrscheinlich alle diesen josaischen Zuspruch. And you probably know what Joshua said, Oder Josua gesagt wurde. or what Joshua said and what was said to Joshua. Sei getrost und unverzagt. Be strong and courageous. Dieser Imperativ, diese Befehlsform Gottes, This, when God is commanding this, wird zum Indikativ, also zur Aussage von Davids. is becoming what David is telling us here. Ich bin getrost und unverzagt im Herrn. I am strong and I am courageous in the Lord. Ich fürchte mich nicht. I'm not afraid. Und die Situation verschärft sich auch noch. And it's getting worse, right? Vor vielen Tausenden. You know, he's telling us here many thousands. Das verschreckt David nicht mehr. You know, David is not afraid of that anymore. Auch hier steht Urtext wieder ein Wort. And in the original language it has another word here. Mit dieser gleichen Wurzel. Resh, bet, bet. You know, with the same root word, resh, bet. Was man auch auf dieses Viel zurückführen kann. Which is, you know, we can go back to the very beginning with the many. Und Luthers Übersetzung mit Tausende, Zehntausende ist legitim. You know, and Luther is translating it here with thousands and ten thousands. Das bildet die Poesie des Psalmes nach. You know, it just gives the picture, it just repeats the picture of the psalm. Doch kann die Wurzel tatsächlich auch mit uns selber übersetzt werden. But actually, what you could also translate this with is uncountable. Und das trifft es meiner Meinung nach viel besser. And it just, I think it gives a better picture of what is actually meant. Auch die von allen Seiten belagenen Feinde, You know, and he's also talking about people that are coming from all sides, die sich ringsum wider mich legen, that are all around him. auch die stören David nicht. They also don't bug David anymore. Kurzum gesagt, keine Quantität, also Menge oder Anzahl, So you can actually say there's no quantity, no number of enemies, noch irgendeine Qualität, nor quality. also Beschaffenheit oder Form, existieren, die David noch vorstellen können. So how big they are, how they are made, that could scare David anymore. Davids Mut in Gott hält allem stand. David's courage in God is going against all odds. Vers 8. Verse 7. Aufhör und hilf mir, mein Gott. Denn du schlägst alle meine Feinde auf die Backe und zerschmetterst die gottlosen Zähne. Arise, O Lord, save me, O God, for you have struck all my enemies on the cheekbone. You have broken the teeth of the ungodly. Mutig bitte David nun. So he's now coming to God courageously. Es ist kein Betteln, You know, it's not begging God, sondern es ist ein Bitten in Gewissheit. but he's asking God and he knows that he has the answer. Es ist kein persönliches Rachegelüste, das ihn treibt. You know, it's not revenge that he wants to take on his enemies. Es ist kein Hunger, Selbstgerechtigkeit zu schaffen. You know, it's not his hunger to restore his own reputation, Indem man einfach die Ungerechtigkeit umdreht. to switch around the injustice that has been done to him. Nein, das ist definitiv nicht gemeint. That's not what he's talking about. David beansprucht das Richten nicht für sich. David is not taking the judgment onto himself, sondern überlässt es Gott als gerechten Richter. but he lets God judge as a righteous judge. Gott wird den Spott der Feinde und Gottlosen zum Schweigen machen. And God is gonna deal with his enemies. Gott macht aus preisenden Tieren mit scharfen Zähnen God is changing wild animals with sharp teeth. zu Wesen mit ausgeschlagenen Zähnen. He's changing those animals to animals with knocked out teeth. Denn du schlägst alle meine Feinde auf die Backe und zerschmetterst die gottlosen Zähne. He's saying here that
You struck all my enemies on the cheekbone, and you have broken the teeth of the ungodly. Sie sind ihrer Möglichkeit beraubt, sich messerscharf ins Fleisch zu bauen. They don't have the opportunity anymore to bite your flesh. Sind entwaffnet. They have no weapon anymore. Und wie David erkannte, And David saw this. es ist nicht unsere Aufgabe, den Spott niederzuschlagen. It's not our responsibility to go against those people. Weder mit Worten auf gleichem Niveau, Not to use our words against them, noch mit Gewalt, nor are we supposed to fight against them. sondern Gott wird sich dessen annehmen. No, God is gonna judge them. Er sagt, dass sich alle Knie vor ihm beugen werden. God says that every knee shall bow before him. Und er wird seine Ehre einfordern. And he's gonna go after his honor. Wir jedoch, But we sollen in Nächstenliebe begegnen und treu von Gott zeugen. are called to come in love to those people, and we should witness our God. Wir dürfen in Treue zu unserem Gott stehen. We can stand, or we can witness for our God. Aber wir müssen nicht denken, dass wir uns vor unseren Gott stellen müssen. But we don't have to think that we have to defend him, to stand in front of him, Denn wir sind völlig abhängig von ihm. because we are completely dependent on him. Gott wird sich seine Ehre verschaffen. God is gonna get his reputation, his honor. Vers 9. Verse 8. Bei dem Herrn findet man Hilfe. Dein Segen komme über dein Volk. Salvation belongs to the Lord. Your blessing is upon your people. Im Laufe des Psalms hat Gott die Angst gewandelt. So you read through the psalm, and God changed David's fear Zu Ruhe, to peace, zu Mut, to courage. und er löscht auch die Rache aus. And he's also taking away the revenge that David wants to take. Es entsteht Lobpreis. And worship is arising. Und er kann gar nicht anders, als diese Wahrheit zu proklamieren. And there's nothing else that David can do but proclaim that truth. Bei dem Herrn findet man Hilfe. That salvation belongs to the Lord. Hilfe. Help, salvation. David sieht mehr als das hebräische Wort für Hilfe. That's so much more than just the Hebrew word for help. Jeshua. The word actually is Yeshua. Jeshua als die hebräische Form des Namens Jesus. And that's the Hebrew form of the word Jesus. Gott offenbart David die Bedeutung seiner Hilfe. And God is showing David how important his help actually is. Sie liegt in Jesus, Because his help is Jesus, der für unsere Sünden gestorben und wieder auferstanden who ist. died for our sin and rose again. Und David erkennt so in einer prophetischen Art und Weise Gottes Hilfe. And in a prophetic way, David is seeing God's help here. Und wie David And just like David, dürfen wir mit der Gänze unserer Probleme vor Jesus kommen. we can bring all our problems before Jesus. Er weist uns nicht ab. Because he's not going to push us away. Statt vor unseren Problemen, Sünden, Fehlerkeiten, Macken und Fehlern wegzulaufen, And instead of running from our problems and our sin and everything that's going wrong in our lives, oder einfach die Augen zu verschließen, or to put our hands over our eyes to not see it, da ruft uns auf, hinzusehen und ehrlich zu sein. God is calling us, look and see your problems and be honest. Es ist viel. There's a lot. Es ist dreifach viel. There's 3 times many Das, was auf unseren Schultern liegt. what is on our shoulders. Aber Gott streift die Unwahrheit ab. But God is taking away the untruth. Er hat keine Hilfe bei Gott. You know, the untruth of, there is no help with God for him. Und wir dürfen wahrhaftig erkennen, And we can see bei dem Herrn findet man Hilfe. that with God there is salvation, there is help. Zerbrochen unter unserer Last nimmt Gott uns auf in seine Nähe. And if we're broken under all the weight of our sin and guilt, God is taking us in. Unsere ungenügende Ehre And our
broken reputation, our broken honor, die völlig zersetzt ist durch unsere Sünde, that is completely destroyed by our sin, die wird durch Jesus fremde Ehre ausgetauscht. is going to be swapped out by Jesus' reputation and Jesus' honor. Mit ihr und nur mit ihr verschmolzen. And with that honor and only with that honor melted together, Können wir vor Gott bestehen. then we can actually live before God. Und wir fragen uns, wie kann es sein, dass sich Gott so weit herablässt? And then we ask ourselves, okay, how can it be that God is reaching so far down? Gott ist allmächtig und heilig. Because God is almighty and He's holy. Und er müsste sich an gar nichts binden. And He would not have to do this at all. Doch er tut es. But He still does it. Am Tempel, In the temple, im Gebet when we pray, und im Höhepunkt, and then it pivots in am Kreuz. when He goes to the cross. Aus Liebe trug er dort unsere Schuld. Because in love He carried my sin and my guilt. Aus Liebe und aus Gnade. Out of love and out of His grace. Und diese Gnade und Angenommenheit, And by this grace and this acceptance beim Höchsten, with the Most High, das schafft uns vollkommene Ruhe. that is giving us complete peace in our lives. Ruhe, die uns nichts in diesem Leben sonst schenken könnte. And there's nothing in this life that can give you that peace. Und aus dieser Ruhe wächst Mut. And in that peace, there's courage to be found. Mut, die Angst auszuhalten und weiter zu vertrauen. The courage to endure the fear in your life. Und Gott nimmt auch unseren Zorn und löscht unsere Rache. And God is also taking away our revenge and our anger. Denn er verspricht, Gerechtigkeit zu schaffen. Because he's promising us to do justice. Und so klingt aus Davids Mund im letzten Satz des Psalms dieser wunderbare Satz. And so it's possible that David can say in the very last sentence of the psalm, Dein Segen kommt über dein Volk. your blessing is upon your people, Selah. Aus diesem persönlichen Erleben der Gnade Gottes. Why? Because he has experienced the grace of God. Daraus entsteht der echte Wunsch nach Segen für die ihn verfolgen. The real wish for blessing for those that are actually persecuting him arises. Für sein Volk, das ihn verfolgte, For his people that are going after him, das ihn verspottete, that is mocking him, das kein Vertrauen mehr in ihn hatte. that there's no trust in him anymore. Er kann und gar nicht mehr anders, But he cannot do it any other way als um Segen für sie zu bitten. but to pray that God would bless them. Denn er selbst stand in Feindschaft mit Gott Because he himself was an enemy of God. und hatte nichts anderes als Strafe verdient. And there was nothing else that was due to him than punishment. Doch Gott nahm ihn an und schenkte ihm in Liebe seine Gnade. But God accepted him and he gave him his love. Und so bleibt für mich nur ein Wunsch. And so I can only have one wish. Lasst uns wirklich im Bewusstsein dieser Gnade, die Gott uns anbietet, leben. Let's live in light of that grace that God is giving us. Besuch uns auf www.citylighthamburg.de.